Die New Housing in Karlsruhe. So langsam geht der Samstag dem Ende zu. Ja, Smart Flexi steht drauf. Björn, ich grüße dich herzlich. Moin, ich bin Björn. Ich habe dieses Ding zusammen mit meinem Geschäftspartner entwickelt. Wir sind etwas anders als die anderen. Wir haben ein etwas erklärungsbedürftiges Produkt, weil wir bieten Module an in verschiedenen Breiten, die kombinierbar sind, auch rekombinierbar sind. Und hinzu kommt noch, dass ich aus dem Bootsbau komme und das entspricht eigentlich mehr einem Boot als einem Haus. Weil wir haben GFK-Sandwich, wir haben 4 verschiedene Isolierungsstoffe bei uns drin, weil alles bei uns eine extra Funktion haben muss. Wir haben das GFK-Sandwich, was aus dem Kühlfahrzeugbau kommt, das ist Tragwerk und Dämmung in einem. Na, das wäre dann eine leere Box, die laut wäre. Also haben wir dann Armaflex. Moosgummi kennt jeder eigentlich aus dem Fahrzeugbau reingesetzt, als Schallschutz und als besonderen diffusionsgeschlossene Dämmung noch. Dann haben wir aus dem Flugzeugbau eine 11-lagige Aluminiumfolie drin, weil wir haben eine Infrarot-Fußbodenheizung, da sollte man auch einen Dämmstoff haben, der reflektiert die Infrarotsache. Und diese 11 Lagen Aluminium, 1 cm dick, reflektieren 96% der Wärmestrahlung. Ja, dann, wenn wir mal kurz mitkommen, ich muss das mal zeigen. Also man sieht es am besten eigentlich von der Seite. Das heißt also Bootsbau bedeutet, ihr habt dort eine Negativform gemacht, habt das Ganze dort eingelegt. Das wird auch handlaminiert noch im Moment? Nein, also die äußeren Rahmen sind GFK-Laminate aus einer Negativform. Okay. Das GFK-Sandwich ist aus dem Kühlfahrzeugbau, da machen wir Kirigami mit. Das wird geschlitzt und gebogen und darum haben wir oben eine Biegung. Und die Verbindungen der 2 Elemente sind unten auf den Ecken jeweils. Ist das ein Schaum, also ein XPS oder was? Zweimal, ja, XPS mit zweimal GFK als Decklayer. Okay, wunderbar. Das heißt, innen, außen GFK ist auch ausbesserungsfähig. Also sollte es mal zum Unfall kommen, kann man reparieren. Ja, GFK kannst du immer flicken. Außerdem ist es ja eine Dickschichtbeschichtung und keine Lackierung. Darum auch Kratzer, kleine Kratzer, kann man auch mal ausfolieren. Also Gelcoat ist auch. Gelcoat, genau. Ja, sehr schön. Ich merke, du kennst dich aus. Ja, Ich komme aus dem Bootsbau. Sehr schön. Und das Ganze habt ihr denn versehen mit Fenstern? Ist das hier ein Prototyp, was wir sehen? Ja, wir hatten ein bisschen Pech. Darum ist das eine Sache, die wir ganz schnell für die Messe machen mussten. So. Zu den Fenstern muss ich sagen, ich liebe halt diese skandinavischen Fenster, weil sie nach außen öffnen. Ein Tiny House, wo die Fenster nicht nach außen öffnen, ist eigentlich sinnfrei. Es sind aber viele Sachen denn zu regeln. Ich sag mal so, der Wasserablauf, das ist alles unter Modul. Also unter Modul. Klar, in Deutschland ist eine Anschlusspflicht, das heißt, du musst auf jeden Fall einen Warmwasseranschluss, einen Kaltwasseranschluss. Nee, ich meine jetzt hier die Fenster. Das heißt also, die Fenster selber, wenn sie nach außen öffnen, sie können ja nass werden und so weiter. Das haben die in Skandinavien alle gelöst, oder? Ja, das ist hier eine Lösung, dass zum Beispiel auch der Vorteil ist, nach außen öffnen Fenster ist, wenn Winddruck drauf kommt, dichten sie mehr und nicht weniger. Unsere Fenster, die nach innen öffnen, wenn Winddruck drauf ist, zieht's rein. Stark, das gefällt mir gut. Ja, großes Thema ist ja GEG. Sind Sie förderfähig und wenn ja, nach was? Noch nicht so. Wir sind noch dabei, das alles zu zertifizieren. Das ist der Anfang. Wir haben gerade erst angefangen. Wir kommen aber, weil wir die geringste Dämmstärke ist bei uns 11 cm. Sandwich. 16 cm ist die Minimaldämmung und 21 cm in der dicksten Stelle, auch im Boden. Da sind wir auf jeden Fall weit über KfW 55. So. Okay, das heißt, ihr habt immer das gleiche Material, das heißt Wärmebrücken frei insgesamt. Gibt's nicht. Es ist ja ein Sandwichkern, der keinen Träger drin hat. Das ist schon mal. Ja, hier zum Beispiel jetzt die Fenster zum Beispiel, die müssten ja aus demselben Material sein, damit die Wärmebrücke weg ist. Aber das sind wahrscheinlich Holz. In dem Fall Holzfenster, okay. Weil einige Kunden wollen Holz. Wir haben vorne mal einen Aluminiumrahmen eingebaut. Die gibt es natürlich auch. Da gibt es ganz tolle Sachen irgendwie. Man kann auch Kunststoff nehmen, das empfehle ich nicht, aber Holz oder Aluminium ist eigentlich die Wahl. Sehr schön, das gefällt mir. Und hier sieht man auch sehr schön, wie das Wasser denn abgehalten wird hier unten. Das heißt, da haben sie sich natürlich einiges überlegt. Und ein Stück fugenlos, ne? Fugenlos. Auch eine GFK-Form. Was noch besonders bei uns ist, dieses Modul wiegt 500 Kilo. Das kann ich alleine transportieren. Die meisten haben Räder drunter. Ich brauche die nicht, weil ich habe unten Stellfüße, die kann ich abschrauben, kann Bockrollen runter machen, die einfach auf dem Autoanhänger, so einen Autotransportanhänger raufrollen, wieder Füße runterschrauben, einstretchen, 2 Spanngurte rüber und fertig. Komm, ich zeig das mal. Das heißt, du hast Module und kannst das Ganze kaskadieren. Du kannst also das Frontend, das wäre jetzt hier die Öffnung. Genau, Frontend, dann kannst du einfügen eine überdachte Terrasse. Du kannst hier ein großes, kleines als Basic. Du kannst hier ein Technikmodul einbauen lassen, wo dann Dusche und Küche drin ist. Und du kannst eine Abschlusswand machen. Und dann kannst du überlegen,
ne, ein Kind ist gekommen, ich brauche ein Schlafzimmer mehr, ich kann noch mal ein Schlafzimmer einfügen. Das Kind geht aus dem Haus, ich möchte ein Herrenzimmer im Garten haben, bestelle ich mir noch mal einen Anfang oder ein Ende und habe ein zweites Haus. Da gibt es verschiedene Varianten. Das Ganze ist ja skalierbar, das heißt, je größer die Menge, desto geringer der Preis. Irgendwann kann man das recht günstig anbieten, wenn die Menge stimmt, oder? Der größte Vorteil bei uns ist, dass wir alles C&C gefräste Rahmen und Sachen sind, die sind vorgefertigt. Das ist eine Sache, das ist nur noch eine Assemblage, nur noch eine Zusammenfügen von Fertig- und Normteilen. Dadurch ist der Arbeitsaufwand extrem gering und darum können wir es leisten, 4 verschiedene Dämmstoffe zu verarbeiten und die ja alle geschnitten, eingeklebt und verarbeitet werden müssen. Weil ich finde es extrem wichtig, die Dämmung besonders gut zu haben. Die meisten haben ja im Rolling Tiny House 2,55 Außenbreite. Da wird um jeden Zentimeter diskutiert, den man in der Dämmung... Ich habe das gesehen in der DDR, da gab es früher so ein Ausziehhaus. Hast du das mal gesehen? Ja, da ist die Abdichtungsproblematik. Ja, das hat nicht funktioniert. Klar, aber das ist so ein ähnliches Konzept. Ja. Das heißt, das konntest du mitnehmen. Kleiner gehabt, die wurden nach hinten immer niedriger. Bei uns in Berlin steht so ein Ding. Ich kenne das sehr gut. So. Ja, die sind mittlerweile unter Denkmalschutz, glaube ich fast. Das Schöne ist natürlich, du bist hagelresistent. Wie macht ihr das mit dem Thema Klima? Das heißt also, man muss hier aktiven Luftaustausch machen und das Ding ist ja dicht. Genau, es ist luftdicht und darum, ich bin großer Fan von kontrollierter Wärmelüftung. Darum kriegt jedes Technikmodul so einen dezentralen Lüfter mit Wärmerückgewinnung. Sehr schön, das wollte ich hören. Genau, es ist selbstverständlich, weil es ist die Funktion, 30% vom Wärmebedarf ist Lüftungswärmebedarf. Wenn ich davon 96% sparen kann, ist das eine Menge. Und zum anderen ist es ein Komfortgewinn einfach. Ne? Also das heißt, ich habe immer Sauerstoff genug, die Luftfeuchtigkeit stimmt. Ich lebe seit 30 Jahren mit Familie und Kind mobil. Ne? Ich habe das alles durchgemacht. Ich weiß, dass ein Tiny House, was keine Fußbodenheizung, würde ich nicht einziehen. In ein Tiny House, was keine Fenster hat, die nach außen öffnen, würde ich nicht einziehen. Und uns hat irgendwann total genervt, diese Innenbreite. Ich habe 4 Meter Begrenzung, ist okay, aber in die Richtung will ich gehen, damit ich halt mir einzelne Funktionseinheiten dazusetzen kann. 2,30 Innenleben ist kein Leben auf Dauer. So, und das Thema ist ja immer Transport. Ja, jetzt kann man ja sicher überlegen, es gibt ja die Möglichkeit, dass die Bauern, die dürfen ja Campingplätze selber errichten, bis zu 3 Stück. Hast du schon danach gedauert? Das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe einen Kunden schon gehabt, das war mit einem Rolling Tiny House, weil ich vorher halt individuelle Tiny Häuser gebaut habe, aber es schreit danach. Schreit danach, so dass der Landwirt, der kann da mal 3 Stück hinstellen. Die Form ist natürlich ein Kracher. Das ist, sieht direkt aus. Die Leute werden Fotos schießen damit, ja, wenn das kommt. Raffen die Leute hier, was du hier gebaut hast, die hier vorbeikommen? Nicht ganz einfach. Wir haben ein echt erklärungsbedürftiges Produkt. Vor allem, was ich immer sage, das Design habe ich mir nicht ausgelegt, weil es schön aussieht, sondern sie ist entstanden aus der Funktion, wie alles als Bootsbauer. Ich brauche oben einen Knick, damit das Wasser abläuft. Ja. Ich kriege diese Sandwichplatten nur in einer gewissen Länge, also muss ich 2 Platten nehmen, von der scharfen Ecke über die Rundung nach unten. Ich brauche in einem Sandwich Sieken und Ecken, um sie steif zu kriegen, eine Fläche. Darum sind in den Wänden auch Knicke drin. Ne? Um die Steifigkeit zu bringen. Die Rundung bringt eine unglaubliche Steifigkeit rein. Dadurch, dass das alles wie im Boot anlaminierte Sandwichplatten sind, kann ich die eine Ecke 2 cm hochheben, da kommt die andere mit hoch. Das ist mit einem Ständerwerk aus Holz oder Stahl gar nicht möglich. Das ist viel zu das Coole ist, dass ich sag mal, das Material ist sehr im Prinzip rigid. Es verändert sich nicht mehr. Also in der. Ja, genau. Aber es dehnt sich ein bisschen aus. Das ist schon korrekt. Also ja. Ich sag mal, wenn es sehr heiß wird. Ist das messbar oder ist das für dich ein Problem? Es geht eher darum, also das ist ein wichtiger Faktor, weil die Platten kommen ja aus dem Kühlfahrzeugbau. Im Kühlfahrzeugbau wird eigentlich die Sandwichplatten mit Aluminiumprofilen verklebt. Da ist der konstruktive Problem, weil Aluminium... Ach so, du hast immer das gleiche Material, deswegen fühlt es Genau, darum gibt es kein Problem. Bei dem Aluminium hat einen anderen Ausdehnungskoeffizienten, dadurch entstehen unglaubliche Scherkräfte auf die Klebung. Und bei diesen Fahrzeugen geht immer die Klebung kaputt. Nicht der Aluminiumrahmen, nicht das Sandwich, sondern die Verklebung. Wenn ich aber denselben Stoff habe mit demselben Ausdehnungskoeffizienten, dann habe ich nicht diese Kräfte, die darauf wirken. Das nächste Ding ist, wie verbinde ich meine Module? Man kann jetzt überlegen, konzeptionell starr ist Blödsinn, weil dann gehen die ganzen Kräfte, wenn sich etwas senkt, und alles senkt sich, was man irgendwo hinstellt. Ich habe früher immer die Kunden mich angerufen nach einem halben Jahr und gesagt, meine Terrassentüren klemmen, bei so einem klassischen Rolling Tiny House. Dann habe ich die eine Ecke 4 cm hoch gemacht, dann klemmten sie nicht mehr und standen wieder gerade. Aber es geht immer auf die Struktur. Wenn ich aber diese beiden zusammenfüge und 1 cm dauerelastische Fuge herstelle, die 300% Bruchdehnung hat, dann kann sich das Ganze um 3 cm dehnen, ohne dass es kaputt geht. Ich habe sofort eine visuelle Kontrolle, wenn die Linien nicht mehr parallel sind. Ja, dann weißt du, was los ist. Ja. Genau, und dann drehe ich an meinen Füßen so lange, bis die Linien wieder parallel sind. Das heißt, ich brauche eigentlich kein technisches Werkzeug dafür.
Weißt du, was ziemlich cool wäre, wenn du hier sowas hättest? Das ist jetzt eine 3D-Animation und so könnte die Zukunft praktisch in Deutschland aussehen. Wir wohnen alle in den schönen Waben von dir und sind... Wir haben nicht genug Platz in Deutschland dafür. Das ist ein Privileg, was sich einige Leute herausnehmen können, aber für alle ist es leider nicht möglich. Preis, wo ist ungefähr angesiedelt? Der Vorteil bei uns ist dadurch, dass alles CNC und vorgefertigt ist, können wir im Prinzip in derselben Preisliga wie alle Tiny Houses, Rolling Tiny Houses liegen. Nur wir haben halt mehr Material und eine bessere Qualität. Man kann eigentlich sagen, zwischen 60.000 und 90.000 Euro kriegst du ein Haus mit Dusche, Bad, Küche, Terrasse, Dachluken zusammen. Die Wände, weil wenn ich jetzt Zwischenwände haben möchte, wie funktioniert das? Da wir ein Case haben, was in sich strukturfrei ist, können wir jederzeit überall eine Wand hinsetzen. Das ist eine Frage, wo möchtest du eine Wand haben? Okay, verstanden. So, das heißt, das Ganze ist ja jetzt im Moment im Kommen und du hast die Wanddicke hier drin, da hast du schon ein paar Sachen reingemacht. Das Thema Kabelkanäle, wie läuft das? Also, wir haben, dadurch, dass wir die Installationsebene haben, wo der Hanf ist. Wo ist das? Also wir haben Wandaufbau. Die ersten 50 mm ist das GFK-Sandwich. Dann kommen die 2 cm Armaflex, dann kommen die 1 cm diese Aluminium, 11 Lagen Aluminium und dann kommen 80 bis bei den größten Stellen 11 cm Hanf-Jute-Dämmung. Und da haben wir unsere Kabelleerrohre drin, die dann zu den... Achso, du hast Leerrohre. Ja, genau. Okay. Die dann, also im Tiny House ist es immer unstrittig, ob man mit starren Kabeln oder flexiblen Kabeln arbeitet. Als Bootsbauer würde ich immer flexible Kabel nehmen. Sie sind ein bisschen nerviger zu verlegen, ein bisschen Litze. nerviger anzuschließen. Okay. Genau diese Gummiflex-Leitung, ne, die berühmte. Aber es ist halt einfach... Darf ich da mal reingucken in den Schacht da? Nee. Echt nicht? Das ist hier, also man muss dazu sagen, zu unserem Ding, das ist hier ein Modell, was wir in 2 Wochen zusammenzimmern mussten. Ich bin Wegen der Messe? Wegen der Messe, weil wir haben eigentlich fertige Ausstellungsstücke in Izmir stehen. Wir haben die Produktentwicklung in Berlin, Produktion in Izmir. Izmir ist in der Türkei. Genau, und da gab es ja das Erdbeben, Exportverbot für modulare Wohneinheiten. Das heißt, es stehen tausende Tiny Häuser in der Türkei, die nicht exportiert werden dürfen. Auch unsere 2 Ausstellungsstücke. Und dann haben wir halt ganz schnell die Ware hierher geschaffen, haben versucht, ganz schnell was für die Messe zu machen. Darum ist das etwas improvisiert. Auch diese Luke ist improvisiert. Nein, ist alles in Ordnung. Hab ich schon verstanden. Ja. Sag mal, wann könnte ich denn das erste Mal in der freien Wildbahn filmen? Entweder die nächsten Wochen in Berlin, weil wir einen Testaufbau machen wollen. Und sonst der erste Kunde geht nach La Palma, dann fliegst du auf die Kanaren und schaust dir eine Finke an, wo mehrere hinkommen sollen. Muss ich machen. Also ich fliege mal da runter. Also ich könnte frühestens Ende November könnte ich fliegen. Ist das denn gut? Etwas zu früh wäre das. Wir haben angepeilt. Januar. Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. So. Aber da kriegst du auch 2 verschiedene. Einmal auf dem Wasser als Hausboot und einmal auf einer Terrasse auf dieser Finca. Du bist crazy. Aber wenn es jemand kann mit GFK, dann sind es die Türken. Weil alle Anrainerstaaten an Meeren, die können GFK, weil die eben Boote bauen. Und das hier ist nichts anderes wie ein Boot. Es könnte wahrscheinlich schwimmen, wenn es umdrehen würdest, oder? Ja, die Abdichtung dann bei den Fenstern ist das problematisch. Ach so. Wir haben hier 500 Kilo Gewicht. Das aufs Wasser zu kriegen, ist das Leichteste. Okay, das ist kein Problem. Sag mal, wenn ich ein Bild festmachen will, wie mache ich das denn? Mit Kleberhaken? Kleben. Okay, alles klar. Hier ist nicht eine Schraube drin. Also in den Steckdosen sind ein paar Schrauben, um die Kabel festschrauben zu können, aber es ist alles geklebt. Und wenn mich jemand fragt, frage ich immer nur starr oder flexibel. Und dann gibt es halt die Wahl Epoxy oder Polymerkleber. Sehr schön. Also bitte Anleitung lesen, ganz wichtig. So, vielen Dank fürs Einschalten. Tolles Konzept. Wenn ich jetzt Interesse habe, wo finde ich euch denn im Netz? smartflexis.de. Warte mal, Smartflexis. Hast du eine Broschüre hier oder ein Prospekt, was ich mal abfilmen kann? Weil ich bin, du weißt ja, die Leute sind... Du kannst den Roll-Up Den, Entweder das Dit. oder es gibt erste Seite. Na? warte mal, ich zeig mal, das ist der QR-Code. Da könnt ihr draufgehen. Tolles Konzept. Immer googeln, Smart Flexis einfach. Okay. Und die Rückseite? Und hier sieht man ganz kurz, wir haben verschiedene Modelle in verschiedenen Breiten. Hier sieht man auch Es kann auch schwimmen. ein bisschen vom Aufbau, weil wie gesagt, unser Produkt ist besonders im Aufbau, das ist nicht der Standard F. Sehr schön. So, ihr habt noch etwas Tolles gebaut, einen Anhänger. Darf ich den mal kurz sehen? Das ist die perfekte Überleitung. Das ist, ich will ihn nur mal ganz kurz zeigen und wir machen einen extra Film darüber. Also war das deine Frau, die das gesagt hat? Ja, meine Frau hat das erzählt. Nee, du meinst die Juliane gerade eben. Das Ja, ist genau. die Pressesprecherin, ja, unsere tolle Seele der Firma. Wir haben tatsächlich einen Fahrradcaravan, der produziert wird in der Türkei. Steht der hier? Der steht auch hier. Da nehmen wir auch mal gleich den Founder.
So, da machen wir gleich ein extra Video zu, weil ich will Ihnen nur mal gerade den Leuten mal eine lange Nase machen, denn ihr könnt ja wirklich GFK bauen. Das ist er. Wir bauen auch. Das ist der Fahrradcaravan, der... Ja, toll. Also gleich eigenes Video, das Ganze von Smart Flexis. Und bleibt dran mit dem Rough Cycle, was irgendwo drauf ist. Der ist jetzt nicht von Smart Flexis. Wir sind als generell, ne? Das ist alles die Mutter, die Kumu Living ist generelle die Mutter und die Smart Flexis, sowohl auch der Road Snail Camper, sind eine Kategorie, die bei der Kumu Living gebaut wird, genau. Sehr schön. Also kumu-living.com, da finde ich dann alles. Danke fürs Einschalten. Tschüss.